Vor ein paar Tagen habe ich diesen Satz auf Facebook geschrieben. Auch wenn wir gefallene Engel sind, sind wir trotzdem noch Engel. Das bedeutet für mich im weitesten Sinne die Forderung: liebet eure Feinde oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, vergeben zu können. Und dazu gehört der Spruch: vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Man muss also selber erst vergeben, wenn man Vergebung erwarten will. Wer nicht vergeben will oder nicht vergeben kann, weil er nicht über den Schatten springen kann sozusagen, kann auch nicht erwarten, dass ihm vergeben wird, seine Schwächen, seine Fehler vergeben werden. Und das Gleiche gilt für gefallene Engel. Wenn jemand umkehren soll und erwartet wird, dass jemand umkehrt, muss ein gefallener Engel das Gefühl haben, dass er erwünscht ist in der Gemeinschaft der Engel. Man muss sich geborgen fühlen, es muss sozusagen Heimat sein. Das gilt für Engel wie für Menschen. Ja, das kam mir so in den Sinn, dieser Gedanke, weil das auch etwas mit der jetzigen Zeit zu tun hat, mit dem, was geschieht, mit den Krisen, in denen wir uns befinden. Das zeigt auch jeden Tag mehr. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir am nächsten Tag noch leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass du morgen nochmal aufwachen wirst und leben wirst. Und deshalb rückt es alles etwas mehr zusammen und will sozusagen auch auf den Punkt gebracht werden. Ich muss also über den Schatten der Wut sozusagen oder der Enttäuschung hinausspringen, diesen Schatten überspringen, wenn ich vergeben will. Und ich selber merke, je älter ich werde, desto leichter fällt mir das, dass ich vergebe. Vieles, was ich als junger Mann vielleicht mit 20 Jahren dachte und wie ich die Welt eingeteilt habe in Gut und Böse und das, was einzelne Menschen tun, eingeteilt habe in Gut oder Mies, das zeigt sich heute anders. Jetzt werde ich 70 und ich bin gelassener geworden. Ich habe mehr Kraft zu vergeben und ja, nehme es mit Gelassenheit.
das Leben. Und auch diese schwierigen Umstände nehme ich mit Gelassenheit und lasse mich nicht in Panik versetzen. So, das war jetzt ein schwieriger Anfang für ein Video, aber die Message ist eigentlich eine schöne. Mutig nach vorne schauen, Kraft haben zu vergeben, das ist wichtig. Das ist wichtig. Und selbst das Unvorstellbare, nehmen wir mal als gefallenen Engel, der höchste gefallene Engel wird als Luzifer bezeichnet. Da müsste es auch möglich sein, dass Luzifer umkehren kann. Das heißt, er müsste wieder zurück können in die Gemeinschaft der Engel. Und er müsste dort willkommen sein, nicht nur zurückkehren können, sondern willkommen sein. Und das schließt eigentlich aus, dass wir ihn ständig zum Teufel machen und alles Miese beiordnen. Ja, das ist so. Und wo ich jetzt gerade dabei bin, fällt mir nochmal etwas ein. Ich hatte auch schon mehrmals das thematisiert. Liest man in der Bibel im Alten Testament, dann ist Luzifer der helle Morgenstern und sozusagen sein Glanz, seine Schönheit wird ihm zum Verhängnis und führt dazu, dass er stürzt. Dort wird er als Morgenstern bezeichnet. Liest man das Neue Testament, sagt Jesus von sich, dass er der Morgenstern ist. Und das heißt, für mich wirft es die Frage auf, sind sie beide identisch oder kommen sie beide vom gleichen Stern, vom Morgenstern? Ja, das ist bis heute so geblieben, was ich mich frage. Und ich denke, wir sollten Luzifer nicht verteufeln. So, sondern auch uns vor Augen halten, dass er der höchste Engel gewesen ist. Es muss also auch sehr viel Gutes an ihm gewesen sein oder sein, um der höchste Engel sein zu können. Und das verliert man nicht. Und das meine ich, auch wenn wir gefallene Engel sind, sind wir trotzdem noch Engel, weil das Wesen des Engels, der offene Geist, erhalten bleiben. Die Wesensart des Engels, der Charakter des Engels geht nicht sozusagen verloren, weil man etwas falsch macht, Fehler macht oder weil man fällt. Man braucht nur etwas, woran man sich festhalten kann, wenn man fällt. Und das wäre in diesem Zusammenhang das Gefühl, dass man erwünscht ist in der Gemeinschaft. Ja,
Das wollte ich jetzt heute mal so spontan sagen, ohne Vorüberlegung aus dem Bauch heraus. Okay, und ciao.